Ein Problem, das man natürlich immer mit ChatGPT hat, ist der Stil, in dem er die Texte schreibt. Das klingt oft sehr neutral, sehr generisch. Wir haben zwar schon gesehen, dass wir ihm gewisse Anweisungen geben können, wie er schreiben soll. Ne? Schreibe in freundlichem Ton, in lockerem Stil, duze den Leser und so weiter. Das geht schon auch natürlich. Wir haben auch gesehen, wir können ihn Sprachstile von berühmten Persönlichkeiten imitieren lassen, mehr oder weniger erfolgreich. Also das geht auch. Aber cool wäre es natürlich, wenn ChatGPT immer so schreibt, wie du sowieso schreiben würdest. Ja, wenn du jetzt einen Artikel für deinen Blog, für deinen Newsletter, für was auch immer schreiben willst und du hast schon früher Artikel geschrieben, dann wäre es natürlich super, wenn sich die neuen Artikel, die du mit Hilfe von ChatGPT schreibst, jetzt gar nicht groß unterscheiden vom Stil her von deinen bisherigen Artikeln. Und wir können ChatGPT unseren Schreibstil beibringen, indem wir ihm Schreibproben zur Verfügung stellen und sagen, hey, analysiere das mal auf Stil, auf Tonalität und so weiter und schreib dann bitte so oder formuliere dann eine Anweisung daraus. Das spielt dann auch wieder zusammen mit diesen Custom Instructions, denn wir können diese Analyse dann in unseren Custom Instruction als Default-Anweisung sozusagen hinterlegen. Das möchte ich dir mal zeigen. Ich habe dazu einen Prompt mal hier zusammengebaut. Ich werde dir jetzt einen von mir geschriebenen Text geben. Analysiere diesen Text auf Schreibstil und Tonalität. Gib mir dann nur eine Beschreibung meines Schreibstils und der Tonalität, das habe ich noch vergessen. Tonalität aus. Das Ziel ist, dass du später dann Texte in meinem Stil schreiben kannst. Erstelle basierend auf der Analyse eine Anweisung für ChatGPT, um meinen Schreibstil nachzuahmen. Ignoriere aber dabei das Thema und den Inhalt des Textes. Es geht nur um den Stil und die Tonalität. So müsste es eigentlich passen. So, den Text werde ich mir jetzt hier mal kopieren und hier einfügen. Und jetzt können wir hier wieder mit unseren 3 Anführungszeichen eigenen Text eingeben. Ich habe mir jetzt hier mal einen älteren Blogartikel von mir rausgesucht, der ist von 2017, also den habe ich definitiv von Hand geschrieben. Geht es um Typo 3 Events. Darum soll es aber gar nicht gehen. Es geht jetzt eben nur um den Stil, wie ich damals geschrieben habe. Ob das heute immer noch so wäre, ist jetzt eine andere Sache. Vielleicht würde ich das heute anders formulieren, kann durchaus sein, aber ist jetzt ja nur ein Beispiel. Du kannst natürlich auch einen aktuellen Text von dir hier reingeben. Ich füge das jetzt einfach mal ein. Das muss ich jetzt ein paar Mal machen, weil hier Bilder dazwischen sind. Und je mehr Informationen, je mehr Text wir ihm jetzt hier geben, desto besser natürlich. Wobei man auch da wieder aufpassen muss, es gibt halt gewisse Limits. Du kannst jetzt hier nicht 5 Millionen Zeichen oder so rein posten. Aber ich denke, das sollte jetzt mal für das Beispiel ausreichen. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Dein Schreibstil und deine Tonalität in diesem Text sind äußerst positiv und motivierend. Lieber Wolfgang, das weißt du noch, dass ich so heiß, weil ich es in den Custom Instructions hinterlegt habe. Du sprichst klar und informativ, immer in freundlichem Du, als würdest du direkt mit dem Leser sprechen. Dein Schreibstil ist zugänglich und einladend und so weiter. Hier ist eine Anleitung, wie ich deinen Schreibstil und deine Tonalität nachahmen kann. Schreibe in einem positiven, motivierenden Ton. Ermutige den Leser, sich für das Thema zu begeistern. Sei klar und informativ. Ja? Verwende das Du, sprich den Leser direkt an. Sei einladend und zugänglich. Ermutige den Leser. Okay, betone den Nutzen und die Vorteile. Ja, okay. Ist jetzt fast ein bisschen viel, aber das könnte man natürlich so mal testen. Indem ich das jetzt mal hier mir kopiere und mal einen neuen Chat starte. Und dann machen wir wieder unser Beispiel. Ich schreibe einen Blogartikel über die Vor- und Nachteile von Typo 3. Und jetzt füge ich das mal hier ein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, ein spannendes Thema, das viele Möglichkeiten bietet. Typo 3 ist ein Content-Management-System, das sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen. Typo 3 ist extrem vielseitig und anpassbar. Es ermöglicht dir Websites, Internet. Ja. Also ist jetzt wahrscheinlich schon besser, wie wenn ich das jetzt ohne diese Anweisung machen würde. Wir können das mal testen, indem ich jetzt diesen Prompt hier, nur die erste Zeile, in einen neuen Chat ohne diese Anweisung gebe. Ja, das ist jetzt sehr neutral wieder. Ne? Ja, können wir jetzt mal direkt vergleichen vielleicht.
Lernkurve ist so mächtig, es kann die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Tutor kann für Anfänger eine steile Lernkurve haben und so weiter. Also es ist schon unterschiedlich jetzt. Und jetzt muss man natürlich testen, passt das wirklich so? Ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und ansonsten kann man natürlich jetzt auch noch hergehen und hier Anpassungen vornehmen. Aber ich denke, für eine erste Analyse in der Richtung ist das gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt kannst du das hier eben nehmen. Wenn du mit dem Ergebnis jetzt zufrieden bist irgendwann, gehst hier in deine Custom Instructions und fügst das hier unten ein. Ich habe jetzt hier schon so eine Custom Instruction drin, aber das könnte ich natürlich hier jetzt noch ergänzen, ne? Oder austauschen, wie auch immer. Ich speichere das mal und wenn ich jetzt nochmal einen neuen Chat mit dem gleichen Prompt nochmal starte, dann sollten wir jetzt hier schon ein ähnliches Ergebnis haben wie vorhin. Natürlich, mein lieber Wolfgang. Ja gut, wenn man die Ansprache macht, ne? Aber okay. Aber du siehst, wo die Reise hingeht. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du Texte hast, die du nutzen kannst für sowas, probier das einfach mal aus und auch da muss man vielleicht mehrere Durchgänge machen, bis es passt.